and sound, racing downstairs to see. Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny dekoriert und der Kameramann Micha freut sich wieder dabei zu sein. Und ist in vorweihnachtlicher Stimmung, oder? Ja. Draußen stürmt es und wir haben heute gesagt, machen wir wirklich mal schon so eine kleine vorweihnachtliche Deko-Idee. Und zwar ist es super für drin, aber auch für draußen. Kann man auch vor die Haustür, überdachte Terrasse mit ganz viel natürlichen Stoffen. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieses Thema funktioniert, bleibt dran, weil das zeigen wir euch jetzt. Und hier haben wir die Sachen, die wir heute brauchen. Und zwar fange ich ganz rechts an. Hier haben wir eine Heißklebepistole. Dann habe ich hier so einen Pflanztopf, aber sehr natürlich mit Ästen. Und da ist so Gras drin, würde ich mal sagen. Den haben wir nämlich gerade gekriegt auf Hof Oelkers. Den fand ich wirklich richtig schön. Und den habe ich schon mal eben mit Sand gefüllt. Dann habe ich im Keller Kerzen gefunden. Die finde ich ganz schön, die Farben Blau und Orange. Ein Rest vom Jutestoff, Juteband, einen dicken Draht, Kastanien habe ich eben gefunden noch, dann die Hagebutten eben noch gefunden, Stöcker eben noch gefunden, eben gerade noch alles mitgebracht. So, dann haben wir einen Seitenschneider, Gartenschere, ein Bindedraht. Den habe ich heute tatsächlich, die in Buxtehude gefunden. Das sind diese Halter für Stabkerzen. Und dann auf der anderen Seite geht es weiter. Da haben wir wieder das Moos. Dann habe ich hier die Alpenveilchen, 2 weiße. Hier habe ich nochmal diese Zieräpfel drin und ein bisschen Rinde. Und aus dem Garten gerade unsere Lärchenzweige, weil das ist so ein Riesenbaum. Und jetzt fängt er langsam an, die Zweige auch abzustoßen, abzubrechen, durch den Wind auch. Und ja, jetzt ist gerade dieser Wechsel, dass da trockene Zweige zwischen sind, aber eben auch noch diese frischen Grünen. Und hier der Birkenast, den werde ich jetzt hier einfach in den Sand reinstecken, ganz tief nach unten. Und ich werde ihn auch hier hinten in den Topf reinstecken, damit wir vorneweg gleich noch richtig schön Fläche haben für die Deko. Und jetzt mache ich den Sand da so ein bisschen ran und er hält wirklich super, super. Ja, es ist ganz fest. Ich schneide jetzt erstmal einige Lärchenzweige ab. Ich habe natürlich Glück, oder ich habe das Glück, einen großen Zweig zu haben. Und da werde ich gucken, wenn ich mir das hier so ranlege, ja, ich würde mal sagen, solche Länge oder vielleicht auch kürzer. Da gehe ich jetzt erstmal mit der Gartenschere und schneide mir die ab. Dann nehme ich erstmal den Bindedraht. Und hier ist es natürlich ganz praktisch. Wir haben hier so einen kleinen Vorsprung und da wickel ich mir den jetzt mal eben hier rum und dann noch mal eben einmal so, dann ist er wirklich richtig schön fest. Das ist wunderbar. Und jetzt fange ich an, mir hier ein paar Zweige zu nehmen, einfach mal ranlegen. Ihr könnt ja mal gucken, wie weit sollen die abstehen. Und da werde ich mir jetzt mal eben ein paar nehmen und auch gar nicht viel. Das soll jetzt nicht so wuchtig werden, sage ich einfach mal eben so. Das soll schon ein bisschen filigran sein. Und da sind die Lärchenzweige natürlich perfekt. Und wenn ihr hier jetzt einmal mit dem Bindedraht rumgegangen seid, nehme ich mir wieder neue Zweige. Die können jetzt ruhig ein bisschen kürzer sein und fixiere mir die auch. Also richtig schön wie so eine kleine Tanne. Guckt einfach mal von den Stufen her und dann geht ihr hier so ein bisschen mit den Größen nach oben. Und was ich sehr, sehr charmant finde, ist ruhig, wenn die Äste hier oben ein bisschen hoch gucken. Ich finde das sehr schön und ich werde euch gleich zeigen, warum.
Ich nehme ein bisschen Bindedraht und gehe jetzt bis nach oben hin. Wenn ihr meint, okay, das sind genug Zweige, einfach bis oben hin richtig schön fixieren. Da ich die Lärchenzapfen so schön finde, nehme ich mir jetzt wirklich hier diese alten Äste und lege mir die hier einmal so ran. Die können auch gerne wieder noch ein bisschen abstehen. Und da gehe ich jetzt einmal hier nochmal mit dem Wickeldraht drum. Und wenn die befestigt sind, dann kann man jetzt hier nochmal so ganz kleine Ästchen nehmen und einmal hier oben ranlegen, damit wir einen richtig schönen Übergang haben. Und guck mal, das sieht doch ganz natürlich aus, oder? Ja. Hier oben an der Spitze, da lege ich mir jetzt hier einfach mal diese Äste mit den Zapfen ran und wickel da jetzt nochmal mit dem Draht rum. Und ich finde das gerade hier besonders schön, auch mit diesen vermoosten Zweigen. Und ich finde, das passt ganz gut. Ich hatte eben gerade mal rangelegt, ein bisschen Moos oben, aber ich finde, das war jetzt nicht so schön. Und mache die jetzt hier ran. Gefällt mir richtig gut, sieht richtig selbstgemacht aus. Und ja, drücke jetzt hier nochmal den Sand fest. Die hält richtig schön. Und nehme jetzt mein Moos und lege mir das hier oben auf den Sand drauf. What might be under the Christmas tree? Jetzt nehme ich mir einen Zweig von der Hagebutte und ich finde, das ist so wunderschön mit dem Grün. Und ich habe ja hier noch den anderen Ast von der Birke und den möchte ich nämlich gerne auch noch mit darauf legen. Aber ich gucke jetzt erstmal. Also wie gesagt, die Hagebutte ist in Position und ich habe hier noch so ein kleines Stück. Aber was ich jetzt noch mache, ist hier ein Kiefernzweig, den zusammen mit der Hagebutte finde ich noch viel schöner. Und den habe ich einfach jetzt so ein bisschen da reingezwirbelt. Der ist ja wirklich super flexibel und das mache ich jetzt mit dem anderen auch. Guck mal, jetzt haben wir hier die Hagebutte, hier die Lärchenzweige, einmal hier die älteren und einmal die frischen. Und das legen wir uns jetzt hier einfach vorne so in die Position. Und jetzt nehme ich hier meinen Birkenast nämlich und werde mir den hier einmal nur so einfach quer so darüber legen. Und jetzt nehme ich den dicken Draht und biege mir den einmal so um, praktisch wie so ein Krampen. Und gehe jetzt hier einmal in die Erde rein. Und das mache ich auf der anderen Seite auch. Genau, dass er so ein bisschen hält. Und ich glaube, in der Mitte mache ich das auch noch mal. So, und damit man den Draht nicht sieht, einfach ein Klecks Heißklebe und ein bisschen Moos oben rauf. Jetzt kann man natürlich auch noch richtig schön, guck mal, wir haben ja hier noch die Kastanien. Da kann man jetzt auch noch so eine Kastanie mit draufkleben. Also alles, was man so an natürlichen Materialien hat, die kann man jetzt wunderbar mit eindekorieren. 아주 우연히 듣게 된 그 노래 나도 모르게 숨죽여 들었어 색이 바래진 그날의 기억을 모른 척 Jetzt nehme ich ein Bindedraht, schneide mir einfach mal eben ein Stück ab und versuche mir jetzt einfach nur hier so einen Kreis zu machen, indem ich jetzt hier ein paar Mal den Draht rumwickel. Einfach nur so, damit das ein bisschen hält, hier auch. Und dann könnt ihr euch so einen kleinen Kreis biegen. Und dann nehme ich das Moos, nehme mir nur so ein ganz bisschen und lege mir das hier um den Kreis herum. Nehme mir das hier mal rüber. Und jetzt habe ich hier so einen dünnen Bindedraht, diesen grünen. Und da gehe ich jetzt einmal hier rum, werde jetzt hier ganz normal eben ein paar Mal mit Binden das Moos um den Kreis herum wickeln. Könnt ihr richtig schön reindrücken. Den kann man kleiner machen, größer. Das geht relativ flott. Draht abgeschnitten, einmal reingesteckt und mit der Schere habe ich jetzt einfach hier nochmal so kleine Dinger abgeschnitten und guck mal, das ist so ein richtig kleiner süßer Kranz. Und jetzt nehme ich hier nämlich, ach nee, bevor ich dieses Juteband nehme, nehme ich hier jetzt nochmal eine Hagebutte
und fixiere mir die jetzt hier auch noch mal eben. Das Juteband ein Stück abgeschnitten, mache mir hier eine Schlaufe, ziehe mir das einmal eben hier so durch. Jetzt habe ich hier einfach so ein Stück Draht genommen, drehe mir das hier einfach in das Juteband rein und ups, das ist jetzt ein bisschen zu kurz. Ich gucke mal von der Länge und dann kann man hier das Band auch noch mal nach vorne hinweg wieder nach vorne laufen lassen. Man kann jetzt hier aber auch noch eine Schleife reinmachen. Das kann man gerne machen, wie man möchte. Und ich schneide mir jetzt hier erstmal ein Stück ab. Mir jetzt hier noch mal ein Stück Moos und stecke mir das jetzt hier oben einmal rauf. So, jetzt haben wir den kleinen Kranz auch und die kleinen Zieräpfel. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Ich hatte erst überlegt, hier die Kerzen mit einzuarbeiten, aber das ist jetzt wirklich mit der Tanne, die war vorher gar nicht geplant. Die Planung kam eben gerade erst, als ich im Garten war und die Zweige gesehen habe. Und ich dachte, die sieht doch bestimmt fantastisch hier drin aus. Und deswegen nehme ich jetzt hier die Zieräpfel und werde noch mal ein paar hier mit rein dekorieren. Der erste Topf ist fertig und es gefällt uns. Es ist wirklich es ist vorweihnachtlich, ein bisschen Herbst, richtig tolle Orangetöne. Und ich finde, wir nehmen jetzt dieses Teil, das passt nämlich auch wunderbar dazu. Ich finde auch vom Look mit diesen hellen. Und ich nehme jetzt ein Alpenpfeilchen, nehme mir das aus dem Topf und werde das hier, Micha, ich glaube, wir müssen hier einmal rumgehen. Genau, ich nehme jetzt hier einfach ein bisschen Moos und lege mir das hier um das Wurzelwerk herum und gehe hier rüber und werde mir das hier einfach so oben raufsetzen. Ganz vorsichtig, ich wollte erst 2 nehmen, aber das ist wirklich, das passt nicht. Das ist hier zu eng gewesen mit den Wurzeln und ich finde das so auch sehr, sehr schön. Hier nehme ich jetzt auch noch mal wieder die Hagebutten. Ich gucke einfach mal, nehme ich einen Zweig, stecke mir den, das ist ein bisschen pieksig hier, stecke mir den hier schon mal vorab so ein bisschen rein und die Lärchenzweige werde ich hier jetzt auch wieder rumwickeln. Äste einmal oben raufgelegt, hier jetzt in die Lücken noch mal ein bisschen Moos reingelegt und dann würde ich eigentlich sagen, das reicht eigentlich. Ups, ich nehme noch mal eben hier einmal so. Genau, und ich finde, so ein Apfel kann natürlich auch noch mal mit da rein. Aber bevor wir jetzt das machen, werde ich jetzt die Halter für die Kerzen nehmen. Und ich glaube, 2 Kerzen sind schön, also wenn man eine überdachte Terrasse hat oder einen Eingang, dann kann man das natürlich wunderbar machen. Und hier kommt jetzt ein ordentlicher Klecks Heißkleber. Schön fixieren, festhalten, trocknen. Beide hier fixiert. Und jetzt kann man noch mal die Lücken mit Moos mit Moos verkleiden, ausdekorieren. Ein paar Zapfen, Eicheln, 2 Kerzen. Und wir haben gesagt, nur orange, ne Micha? Ja. Ja, das war jetzt wirklich, ja, manchmal muss man es einfach sehen. Ich finde blau auch sehr schön. Ich finde auch eine Mischung schön. Ich finde das auch schön, wenn es bunt ist. Aber hier passt es wirklich perfekt mit den orangenen Kerzen. Und ich würde sagen, ja, die ist ein bisschen schief. Die mache ich gleich nochmal eben gerade. Dass diese vorweihnachtliche Deko für die Haustür, für die Terrasse, aber egal wo, kann man auch zu Hause auf den Tisch stellen, fertig ist. Und das war unser vorweihnachtliches Thema. Hier, guck mal, der kleine Tannenbaum, paar Äpfel und wir hoffen sehr, dass wir euch mit dieser natürlichen Deko-Idee inspirieren konnten. Und wenn, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch, natürlich einen netten Kommentar. Wir freuen uns immer wieder über diese tollen Kommentare, das muss ich nochmal sagen. Du auch, Micha, ne? Ja, sehr. Wirklich, wir lesen alle Kommentare, freuen uns sehr und auch über einen Besuch auf Hof Oelkers freue ich mich immer total und ja, also vielen, vielen Dank nochmal. Wie gesagt, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, macht das gerne mal, dann bekommt ihr mal Info, wenn ein Video online ist und ich freue mich schon, es geht jetzt richtig weihnachtlich, Herbst geht so ein bisschen, sagen wir Ade, obwohl es ja noch ein bisschen herbstlich ist und ich sage bis die nächsten Tage, eure Conny und Euer Micha, euer Kameramann. ganz genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Oh, can I please?